Hallo, Hallo. schönen guten Tag. So viele Fragen und wir versuchen zu antworten. Wir machen Q&A heute. Ja. Also Question and Answer. Wir sind Pitted Studio und wir machen hier Community-Arbeit, Jenny und Björn, und los geht's. Ja, genau. Wir legen auch gleich los, weil wir machen einen kleinen Marathon. Also, wie teilt ihr euch die Arbeitswoche ein? Wie groß ist der Anteil an Zeit, die ihr für die Planung investiert? Ein Tag die Woche ist ungefähr der Zeitraum, den wir benutzen für Social Media und für die Planung. Und die restliche Zeit sitzen wir am Projekt. So, und so kann man das sagen. So, ja, das Ja. ist grob so. In der Regel ist das der Montag. Manchmal verschieben sich Sachen auch, aber eigentlich ist das gut, heute ist Dienstag, trotzdem. Ja, ne? Also, aber die Aufnahmen, die sind nochmal so ein Special. Ja. Also, wir kommen noch oben drauf, ein bisschen. Ja. Halben Tag. Und, Einmal im Monat. Dann quasi kann man die montags wieder verteilen. Ja. Ja, dann, welche Programme könnt ihr empfehlen für das Erstellen von Assets? Blender. Ja. Ne? Standard, gibt unheimlich viele Dokumentationen darüber, gibt unheimlich viele, es ist kompatibel mit den gängigen Dingen. Also ich weiß jetzt nur von der Unreal Engine, mit der ich arbeite. Und da kann man locker exportieren, importieren. Das sollte kein Problem sein. Wie gesagt, dokumentiert ist das sehr gut. Blender. Ja, kann man ja, guckt euch doch einfach mal ein paar YouTube-Videos dazu an. Ja. Da gibt es ein paar Leute, die das wirklich schön erklären. Und benutzen wir auf jeden Fall. Ja. Welche Filme und Serien mögt ihr besonders gern? Oh. Irgendwas Fantastisches. Oder Krimi gucke ich auch. Ich gucke Bosch gerne. Tulsa King habe ich geguckt, hier mit Sylvester Stallone. Also, halt so die 80er Jahre Helden so. Das ist so mein Ding. Ne? Deswegen so Miami Vice und so ein Zeug finde ich ziemlich cool. Und ansonsten immer alles, was fantastisch ist. Meine ne? Lieblingsserie ist Stranger Things. So. Mein Lieblingsfilm ist tatsächlich Liebe. Oh. Weil es so schön ist. Ja. Ja. Finde ich total geil. Ich mag 80er und 80er Flair. Mögen wir beide gerne. Ja. Es gibt auch neuere Sachen, die wir mögen. Also wir mögen vieles, aber das ist Also so Science Fiction und Fantasy ist schon immer schon vorne dabei. ganz vorne dabei. Ja, aber ab und zu ein schöner Krimi ist auch manchmal nicht schlecht. Ja. Ne? Je nach Stimmung und Jahreszeit ändert sich das auch Bunter manchmal. Blumenstrauß, ja. Genau, richtig. So, also zu Weihnachten gucke ich tatsächlich total gerne Weihnachtsfilme und Märchen. Und im Sommer gucke ich am liebsten, also gucke ich tendenziell mehr Action. Ja. Kennt ihr Outcast und wie findet ihr das? Outcast war eins meiner Favorites damals. Das fand ich total toll. Es war noch mit dieser Voxel-Grafik so. Ich weiß gar nicht, in den 90ern habe ich das gespielt. Mhm. Da habe ich als Lehrer gearbeitet in Lübeck. Und da bin ich bei meinem Kumpel irgendwie unten in sein großes Haus. Die hatten so ein großes Haus, die Eltern. Unten hatte ich dann so meinen Rechner aufgebaut und so und hatte da so meine Keminate. Und da habe ich jeden Tag Outcast gespielt. Ne? Das fand ich super. Und mittlerweile, glaube ich, habe ich es irgendwie 4-mal durchgespielt oder so. Mhm. Ne? Ja. Es gibt ein Remake. Es gab auch, glaube ich, ein Remaster sogar. Second Contact hieß das, genau. Und das ist eigentlich genau dasselbe Spiel, nur dass sie so ein paar Sachen verändert haben. Und ja, das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich habe tatsächlich noch das Original durchgespielt und das viel später als du, weil du es mir empfohlen hattest. Mhm. Und fand das richtig klasse. Also im Grunde genommen könnt ihr es jetzt auch auf neueren Plattformen durch dieses Remake einfach mal ausprobieren. Es ist eins der Spiele mit einer der schönsten Wendungen, würde ich sagen. Und daher lohnt sich das, wenn ihr euch nicht spoilern lasst. Den zweiten Teil haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Richtig. Ich habe noch einen riesen Pile of Shame da. Indiana Jones habe ich noch nicht gespielt. Leider nicht, ne. Ja. Momentan habe ich wieder Death Stranding angefangen, weil ich es so toll fand. Und, aber das bringt auch so ein bisschen Ruhe rein, ne? Also ja. Death Stranding ist so ein Spiel, da kann man so abends so ein bisschen relaxen. Das finde ich cool. Winterspiel. Ja, so. Wirklich schön. Ja. Und Outcast The New Beginning, der neue, den haben wir natürlich irgendwie Trailer gesehen, aber auch keine Zeit, keine Chance. Keine Chance gehabt, ne. Keine Ahnung, wie der ist. Ja, dann wird euer Spiel auch unter Linux laufen. Ja,
Gute Frage. Also haben wir uns doch eigentlich noch gar nicht mit befasst. Wir machen Unreal Engine. Wie kompatibel ist das? Keine Ahnung. Kann man nachgoogeln. Müssen wir gucken. Kümmern wir uns später drum. Müssen wir schauen. Genau. Ob wir da einen Partner brauchen, der uns da hilft oder ob wir das selber hinkriegen. Ich habe keine Ahnung. Erstmal ein Spiel bauen, dann die Flanken. Das ist momentan der The Way to Go. Natürlich sind alle möglichen Sachen interessant. Auch die nächste Frage geht in die Richtung, deswegen nehme ich sie jetzt mit rein. Ist eine Steam Deck-Kompatibilität für euch interessant? Klar. Das wäre natürlich schon cool, aber um da so eine Verification zu bekommen, müssen wir einfach mal gucken, was da verlangt wird. Da haben wir uns noch gar nicht mit befasst, weil das gehört mit zu den Flanken. Ne? Also wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo wir Polishing machen können, gucken wir auch, welche von diesen Sachen mit reinkommen. Mit Flanken bemeinst du Sachen, die noch dazukommen, die nicht eigentlich nur das Spiel machen, sondern die von außen reinkommen. Genau, ja, so, richtig. Ne? Das sind alle diese Sachen, die quasi auch noch gemacht werden sollen zu dem, was wir sowieso schon machen. Und das ist schon viel. Darum bemühen wir uns, uns das anzuschauen, was da am sinnvollsten ist und wofür die Zeit am Ende reicht. Zu schauen, was wir alles dann noch reinkriegen. Mhm. So, hier schreibt jemand, er hätte gehört, dass es bei Gothic einen Multiplayer hätte geben sollen. Ja. Und wenn ja, wie hätte man das denn zu der damaligen Zeit umsetzen wollen? Boah, das ist eine gute Frage. Damals war unsere Arbeitstitel der Figuren hatten Player-Character Kürzel davor, PC, Underbar und danach kam entweder der Hero, also der Held, der Namenlose oder PC, Underbar, man konnte Diego, hätte man spielen sollen, PC, Underbar, Gorn, Milton, Lester etc. Ich glaube, es gab sogar einen Xardas oder sowas, ja, dass man also diese Spielerfiguren hätte spielen können. Und Xardas, glaube ich, gab es nicht. Die anderen, die 4 Freunde und man selber. Und ich weiß noch, dass wir das zumindest immer diskutiert haben, ja, wie das hätte aussehen sollen. Was wir mochten, was wir am geilsten fanden daran, war gar nicht mal das Kompetitive, also das Gegeneinander-Spielen, sondern das kooperative Spielen. Damals hat man sich noch, zu der Zeit, wo wir es gebaut haben, noch zu LAN-Partys getroffen, tatsächlich Rechner zusammentragen. Und da hatten wir irgendwie den Traum, dass man das Spiel zusammen mit seinen Kumpels irgendwie im Wohnzimmer zusammen spielen hätte können mit 5 Typen oder so, um das gemeinschaftlich zu spielen. Wir sind da einfach über die Menge und über die Technik gestolpert damals. Und das Spiel sollte alles können. Wir wussten auch nicht so richtig, was ist das Hauptfeature von dem Spiel, bis irgendwie im letzten Jahr, sag ich jetzt mal, das Spiel tatsächlich dann auch Struktur bekam und die Sachen, die das Ding, sag ich mal, können sollte und was es nachher war, dass es ein Rollenspiel war, dass es sehr dialoglastig ist, dass dieses Rollenspielsystem, welche Punkte man, mit den Lernpunkten, diese ganzen Dinge, die sind erst sehr spät reingewandert. Vorher hatten wir da noch sehr viele andere Pläne und das war zu viel, muss man einfach sagen. Es war zu viel, es war zu kompliziert und deswegen sind noch Reste in der Engine übrig von dieser Zeit, wo wir halt Research betrieben haben, wo wir noch programmiert haben und geguckt haben, wie es geht, aber wir haben noch nicht mal irgendwie ein Multiplayer-Netzwerk-Server-Ding irgendwie wirklich gebaut, also die Technik hat gänzlich gefehlt. Die Daten waren dazu aufbereitet, ein paar Klamotten hatten wir irgendwie geplant. Einer der Programmierer hat ja nachher noch Modkit gebaut, der hat das Ding dann auch noch aufgebrezelt in seiner Freizeit, um das noch modbar zu machen und solche Dinge. Also wir waren sehr bemüht damals, das Ding so universell wie möglich zu gestalten und der Multiplayer hat es einfach nicht geschafft. So muss man das sehen. Ja. Und haben damals so Sachen auch gezockt. Ne? Ich weiß gar nicht, wann kam denn Neverwinter Nights raus? Etwa zur gleichen Zeit, ja. Etwa. Ein bisschen später, glaube ich. Hat man das öfter gezockt irgendwie. Das konnte man nämlich tatsächlich irgendwie in mehreren Spielen. Ne? Ja, ja. War auch ganz cool. Ja. Ich lese mal vor. Eventuell weiß jemand von euch ein Programm, das dem Spielleiter einen Großteil des Kampfes abnimmt.
dem Spielleiter, wahrscheinlich so Pen-Paper-mäßig, ne, oder Rollenspielmäßig. Dabei möchte ich nicht direkt ein VTT verwenden, weil die meist einen Online-Zwang haben. Ich suche schon eine Weile und bin über jeden Hinweis dankbar. Also ich würde diese Frage jetzt einfach mal an das Publikum weitergeben. Wenn ihr sowas wisst, dann schreibt es unten rein. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Leute von Orkenspalter, die wissen sowas. Orkenspalter hat auch einen YouTube-Kanal. Ja, genau. Da könnt ihr ja auch mal dieselbe Frage stellen. Weil die sind beschäftigen sich super viel damit. Die wissen genau, was du brauchst da an der Stelle. Bestimmt. Ja. Bei den Shorts zu euren Ruhrpott-Ausflügen ist das Thema alte Zechen oder Lieblingsorte oder was ist das Thema? Fragt jemand. Ruhrgebiet und Zechen, richtig. Genau. Ja? Wir haben das Ganze liebevoll Zeche des Monats genannt. Ja. Dabei können das Lieblingsorte sein, müssen aber nicht, weil wir das Ruhrgebiet vorstellen möchten, weil es uns extrem inspiriert, auch beim aktuellen Spiel. Moin ihr zwei, kommt ihr nächstes Jahr zur Buchmesse nach Leipzig? Oh, wann ist die denn? Ich habe keine Ahnung. Hätte ich mal dazu schreiben sollen, ne, als ich die Fragen aufgeschrieben habe. Also wenn es im Sommer ist, dünner Belach, weil da sind wir wirklich viel unterwegs. Wir sind auf dem WGT in Leipzig. Ja, richtig. Also da werden wir auf jeden Fall sein. Ob wir das Jahr dann nochmal nach Leipzig kommen, das wissen wir nicht und es ist bisher nicht geplant. Hier die nächste Frage ist, wie ist eigentlich GOG von der Entwicklerseite aus gesehen? Ich habe mir neulich dort einen Account angelegt und mich seither gefragt, auf welcher Plattform ich wohl meine Lieblingsentwickler am besten durch einen Kauf unterstützen könnte. Ja, schwierig. Das ist schwierig zu sagen. Also die Plattform, wo man am meisten verkauft, ist ganz klar Steam. Ja. GOG ist auch groß. Ja. Das möchte man auch mitnehmen. Epic Store ist auch groß. So, ja, also aktuell ist auf jeden Fall, wenn man jetzt auf alle guckt, Steam ganz weit vorne, was die Reichweite angeht. Deswegen nutzt das einem immer sehr viel. Und GOG und Steam nehmen auch aktuell, glaube ich, sogar die gleichen Anteile von dem, was dabei rausgeht. Und Epic, also was die sich an dem Geld nehmen, was man bezahlen muss, damit man das stattfindet. Das ist auch nochmal eine spannende Geschichte. Das kann ich euch mal vorrechnen. Das mache ich aber nicht in dieser Folge, weil sonst sprengt's den Rahmen. Und Epic nimmt ein bisschen weniger, ne, aber also ganz ehrlich, jeder, der sich entscheidet, vor allen Dingen zum Vollpreis einen Titel zu kaufen, ist eine Riesenunterstützung, egal auf welcher Plattform ihr das macht. Ja. Und selbst die Leute, die dann sagen, wir kaufen es im Sale, sind eine Unterstützung, weil alles ist Unterstützung, ja. Alles, jeder Klick ist Unterstützung. Wenn ihr hier zuguckt, ist Unterstützung. Und wir freuen uns über alles. Deswegen zu sagen, macht hauptsächlich das, ist, glaube ich, Quatsch. Macht das, was für euch bequem ist. Macht das, worauf ihr Bock habt. Und dann unterstützt eure Entwickler. Und je mehr ihr macht, also je mehr ihr klickt, desto mehr Unterstützung ist das. So kann man das, glaube ich, runterbrechen. Ja, Dankeschön dafür. Ja. Gut, das geht jetzt in die ähnliche Richtung. Darf ich fragen, wie hoch die Sales für Elec 2 eigentlich waren? Das würde mich sehr interessieren. Das ist eine interessante Frage, denn die wurden natürlich gar nicht veröffentlicht, die Sales. Aber was man so ein bisschen, um so ein Bauchgefühl für unterschiedliche Spiele, egal welche das sind, zu bekommen, fand ich das sehr interessant. Es gibt mehrere Seiten, die so Besitz zum Beispiel von Spielen tracken. Ne? Das heißt, du kannst gucken, wie viele Leute haben denn das Spiel XY oder so. Und einen kleinen Überblick darüber gibt euch SteamDB, ein Wort, also SteamDB dahinter. Und wenn ihr das, was weiß ich, du gibst jetzt irgendein Lieblingsspiel ein, was weiß ich, Monkey Island SteamDB und klickst da drauf. Und dann siehst du oben rechts die Anzahl der Leute, die es gerade jetzt in diesem Moment spielen auf Steam. Und wenn man da drauf klickt und dann ein bisschen runterscrollt, dann sieht man quasi ein paar Tracker untereinander, was die momentan so an Zahlen aufgelistet haben. Die sind natürlich nicht die exakten Zahlen vom Publisher oder vom Entwickler. Und die, wenn man da draufklickt und auf die Seiten geht, erklären die auch, wie die ihre Zahlen berechnen. Also meistens ist es sowas wie, also Steam selber guckt halt, wie viele Leute haben das Spiel und so weiter. Dann sieht man natürlich nicht, wie viele wurden davon zum Vollpreis gekauft, wie viele sind in irgendwelchen Sales darüber gegangen und bei den anderen Trackern vielleicht irgendein Humble Bundle, dann sind auf einmal ganz viele weggegangen, aber die haben gar kein Geld dafür bezahlt. Das sieht man daran nicht mehr. Trotzdem kann man da mal so einen Eindruck gewinnen, das könnt ihr euch anschauen. Ja, mal öfter gelesen, irgendwie hat sich ja kaum verkauft. Das stimmt nicht.
Das hat sich ganz ordentlich verkauft, Ja. Elex 2. Das war gut. Ja. Ne? Das kann man aber auch nachgoogeln. Ja, das ist aber auch immer, womit vergleicht man es denn jetzt? Ne? Vergleicht man es mit Spielen, die sich jetzt gerade verkaufen? Verkauft man es mit Spielen, ne? Verkauft man es mit AAA-Titeln? Vergleicht man es mit Spielen, die sich irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt verkauft haben? Und in welchem Zeitraum? Und diese Sachen spielen halt eine Rolle. Ne? Und deswegen lohnt es sich da einfach mal ein bisschen zu stöbern. Ja. Ja gut, vielen Dank für diese ganzen Fragen und hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder mit dabei bei PTED Studio TV. Genau. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao. Da müssen wir jetzt noch eine hinterher schieben am besten. Wir machen jetzt noch einen Marathon. Ich nehme jetzt noch eine auf.